Leute, wir sind heute wieder auf dem Weg zum Nürburgring. Da fahren wir ja jetzt mal des Öfteren hin zur Zeit. Und heute sind wieder ein paar Freunde von uns da, wieder mit ein paar richtig geilen Autos. Und heute hat auch die Grand Prix Strecke mal offen. Also nicht nur die Nordschleife, sondern auch die Grand Prix Strecke. Ich weiß nicht, ob ich da heute rüberfahren werde, mal schauen. Aber auf jeden Fall wird heute ein Freund mit einem sehr interessanten Auto da rüberfahren und hat mich eingeladen, da auch mitzufahren. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Schön kurvig hier. Guck mal, GT3. Ah, wie schön. GT3 sieht man hier tatsächlich auch relativ selten. Was man hier sehr viel sieht, sind GT3 RS, aber GT3 sieht man eigentlich selten, ne? Ja, die wurden ja auch weniger gebaut. Ja. Nee, hier ist noch keiner. Die stehen alle oben. Wollen wir uns dazu gesellen? Ja, gesell dich mal dazu. Reihen wir uns da dran. Ja, würde ich auch sagen. Hallo! Moin! Und wieder so ein paar übliche Übeltäter hier am Start. Highlight soll heute werden, dass der Markus mit seinem McLaren Senna hier heute über die Grand Prix Strecke fahren will. Und da wollte er mich mal eine Runde mitnehmen. Jetzt geht's los. Ich mache gleichzeitig noch einen Livestream für Twitch. Den McLaren Senna. So, dann mach ich mal hier langsam zu. Ja, dann viel Spaß euch, ne? Danke! Tschüss! Wie mit Zweien, das ist klar. Aber es ist auch ein bisschen Gewöhnung natürlich bei mir. Ich habe schon über 30 Jahre, von daher habe ich mich schon dran gewöhnt. Und, ja, also Markus, du siehst es ja gleich. Markus' rechter Arm, sagen wir, ist einfach doppelt so stark wie jeder andere. Genau, mehr Power. Ja. Also du merkst jetzt keinen großen Nachteil dadurch. Natürlich nicht so am Limit fahren, wie die Rennfahrer das können. Ja. Aber wir sind ja auch privat. Wir müssen erstmal die Reifen warm fahren. Also 4-5 Runden werden wir erstmal nicht ganz so schnell fahren. Sag mal schnell ein paar Daten hier, hauen wir ein paar Daten raus. Ja, der Wagen hat 800 PS, wiegt betankt, also mit Flüssigkeiten 1380 Kilo, also unter 1400 Kilo noch. Hat 800 Newtonmeter Drehmoment. Und, 800 PS, 800 Newtonmeter. Genau, und bei 250 Stundenkilometer hat er 800 Kilo Downforce.
ist der Thorsten. Die siehst du auch super selten, die Dinger. Jetzt haben wir quasi Temperatur erreicht. Jetzt haben wir erst Temperatur erreicht, toll. Jetzt können wir schön Gas geben. Jetzt haben wir 46 Vor allen Dingen der Markus sagt, jetzt könnten wir erst Gas geben. Du bist ja nur gerade 250 gefahren hier auf der Strecke, was für eine Strecke schon verdammt schnell ist. Ja, ist schade, wir müssen unsere Runde abbrechen, können wir nicht zu Ende fahren. Aber Sicherheit geht vor. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mehr ausgehalten hätte, um ehrlich zu sein. Ja, doch, doch. Mit dir habe ich mich jetzt auch echt sicher gefühlt, muss ich sagen. Wir sind noch ordentlich gefahren. Ja, wir sind noch nicht gedriftet. Alles gut. Wir sind auch nicht gedriftet. Also Wahnsinn. Was eine Wahnsinnsrunde. Das ist der Klausi. Da merkst du erst, wofür der Senna oder warum der Senna so gemacht wurde, wie er ist, wofür der gebaut wurde. Ja. Ja? Und es ist schade, wenn Leute so ein Auto sich nur in der Halle zum Sammeln stellen. Ich finde es umso geiler, wenn Leute wie Markus den tatsächlich so bewegen, wie er bewegt werden sollte. Genau, dafür ist das Auto gebaut und da macht er auch erst richtig Spaß. Ne? Man kann da zwar auch mit zur Eisdiele fahren, aber ehrlich gesagt hat keinen Kofferraum, du kannst nichts mitnehmen. Ne? Also dafür hast du ja noch ein paar andere Autos. Genau, wir schalten ihn mal ab. Da oben. Genau. Und ja, leider etwas verfrüht. Markus, es war trotzdem mega geil. Perfekt. Also, das ist ja gut, wenn es dir Spaß gemacht hat. Ich glaube, wie gesagt, wenn es jetzt noch schneller gewesen wäre, das kriegst du auf der Kamera eh nicht so rüber. Nein, da musst du dabei sein. Mir hat es schon mal ansatzweise gereicht, um zu merken, was tatsächlich mit so einem Auto geht. Das ist schon enorm. Und das mit einem Arm, ja, wollte ich gerade sagen, mit einer Hand. Aber das ist die Technik halt, ne? Ja, aber trotzdem, also man muss ja auch schon so eine Technik bewegen können. Ne? Es ist ja nicht so, dass das Auto alles von selber macht. Nee, das nicht. Aber es macht schon viel selber, muss man sagen. Also da bin ich gar nicht derjenige, der die tollen Leistungen erbringt. Jetzt red dich hier nicht so schlecht, Markus. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh mein Gott, Leute. Ich kann euch nur sagen, was für eine Fahrt. Also ich würde fast behaupten, mit einem straßenzugelassenen Fahrzeug war das die krasseste Runde, die ich auf einer Rennstrecke je miterlebt habe. Also da merkt man erstmal, wofür so ein Senna überhaupt gemacht ist. Was das Auto alles kann, das merkst du wirklich erst auf der Rennstrecke. Und das ist so unglaublich heftig, wie nah das schon wirklich an den echten Rennwagen rankommt. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt mit meinem C63 vielleicht auch noch 1-2 Ründchen fahren soll. Okay, jetzt geht's los. War eine coole Runde. Ich habe jetzt ein bisschen vorzeitig abgebrochen, weil mir der Wagen nämlich angezeigt hat, dass der vordere rechte Reifen zu heiß wurde. Das war mir da ein bisschen zu heikel. Aber man fährt hier nur 15 Minuten. Also man zieht jetzt hier ein Ticket, kostet 30 € und dann kannst du hier 15 Minuten fahren. Und ich habe das jetzt extra gerade so schön spät gemacht, gerade hier auch auf der Grand Prix Strecke, weil die Grand Prix Strecke kenne ich. Und so spät ist hier echt nichts los. Also wir hatten jetzt gerade ich hatte die Strecke fast für mich allein. Ich habe keinen anderen großartig gesehen. Ja, der Reifen war jetzt gerade bei 78 Grad. Deswegen, dann habe ich mir gedacht, nee, mir zu heikel, aber nichts passiert. Ja, habe den natürlich noch eine Runde ordentlich kalt gefahren und habe den jetzt aber auch nicht auf Volllast gefahren. Also immer noch, ich sage immer noch, ich liebe dieses Auto, es fährt sich auch sehr sportlich, ich bin damit auch sehr zufrieden, aber ich stelle immer wieder fest, dass der Wagen nicht für die Rennstrecke geeignet ist. Also ich sag mal so, wer anderes gewöhnt ist, der lässt den dann zu Hause stehen. Also ich bevorzuge dann doch eher für die Rennstrecke ein Porsche oder ein McLaren. Das sind so meine Favoriten für die Strecke. Aber es ist trotzdem mal schön, den jetzt auch noch mal so ein bisschen treten zu können oder dass ich den mal wieder ein bisschen ausfahren konnte, ein bisschen schönen Sound gehört habe und so. Von innen klang der ja jetzt auch ganz gut, obwohl mir die anderen hier außen gesagt haben, gerade, dass die hätten kaum was gehört, als ich hier vorbeigefahren bin. Ich fahre hin, Klaus fährt zurück, weil ich dann am Ende des Tages immer so müde bin. Okay. Ja Leute, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und für mich war ein Hammertag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!